Hallo Leute, in diesem Video werde ich euch 10 Sachen sagen, die keine Schwarze zu hören will. Oder ich will sie zumindest nicht hören. Du bist mitten in Unterhaltung mit Kollegen, Freunden oder Bekannten und dann fängt eine zu stottern und sagt, weißt du, du weißt schon, die Leute mit deiner Hautfarbe, wie soll ich euch denn benennen, damit ihr nicht beleidigt seid? Soll ich eher dunkelhäutig sagen oder pigmentiert oder farbig? Und ich denke, es ist schon mal gut, dass du das N-Wort nicht benutzt. Aber schwarz kannst du ruhig benutzen. Ich bitte darum. Wir sind schwarz, ich bin schwarz. Ihr könnt gerne schwarz zu schwarzen Leuten sagen. Ich meine, die schwarzen Leute versuchen euch auch nicht anders zu benennen oder zu sagen, ihr seid farblos oder Weißbrot. Die sagen einfach zu euch, weiße Leute. Und diese Farbe schwarz, ihr braucht es nicht zu verschönern oder wenn es verschönert wird, es bekommt meiner Meinung nach einen Beigeschmack, die es nicht nötig hat. Deswegen sag bitte einfach mal schwarz und lass die Kreativität für die Künstler oder den Künstler. Genau. Nummer 2. Du kommst ja aus Afrika. Afrikaner haben ja Rhythmus im Blut. Oh, ich denke, meine Güte. Also viele Schwarze können tanzen, aber nicht alle Schwarze müssen tanzen. Und dass sie das dauernd hören mussten, macht es auch nicht besser. Und wie gesagt, wir können es nicht mehr hören und dieser Satz ist einfach erbärmlich, ehrlich gesagt. Sag das bitte nicht. Du bist ja schwarz oder du bist ja Afrikanerin, du kannst tanzen. Nein, lass es bitte. Es gibt ganz andere Themen. Wenn du Smalltalk führen, such doch einfach eine allgemeine Thema, unabhängig von Hautfarbe oder Herkunftsland. Das wäre doch mal anfangen. Nummer 3. Guckst du auch mal ab und zu afrikanisch? Guckst du denn auch ab und zu mal europäisch? Weil es das nicht gibt oder nicht, dass ich wusste. Also, es kann sein, aber ich weiß ja nicht alles. Aber es gibt keine afrikanisch. Wenn du etwas erfahren willst über den Menschen oder über das Land, dann fragt einfach jemand, was wächst denn in deiner Heimat oder was wächst denn in deiner Region. Bei mir zu Hause zum Beispiel, es ist noch sehr, sehr einfach. Dazu muss man wissen, ich bin ein Landei aus Kenia und bei mir zu Hause isst man grundsätzlich, dass man selber anbaut, also Selbstversorgung und sehr regional eigentlich, gut so. Deswegen, wenn du jemanden fragst, was wächst denn in deiner Region, dann erfährst du tatsächlich wesentlich mehr, als jemand einfach zu fragen, kochst du auch mal afrikanisch? Oder sprichst du auch afrikanisch oder kenianisch? Ja, ich spreche Kenianisch. Nein, es gibt ja kein Kenianisch, es gibt keine Afrikanisch. Nein, also bitte lass das sein. Es spricht auch nicht Europäisch. Ich meine, Afrika ist ein riesiger Kontinent mit früher mehr als 3000 verschiedene Stämme und jeder Stamm hat natürlich ihre eigene Sprache. In Kenia alleine haben wir 44 verschiedene Sprachen und das ist nicht wie Hochdeutsch, wie Bayerisch und Hochdeutsch. Es ist kein Dialekt, es ist eine eigenständige Sprache. Das heißt, in jeder Region wird eine andere Sprache gesprochen. Du kannst jemanden fragen, was ist denn deine Muttersprache oder was ist eure Amtssprache? Das kann ich dir sagen. Aber ich kann dir nicht sagen, ob ich Afrikanisch spreche oder Kenianisch spreche. Genauso kann ich dir auch nicht sagen, ob ich afrikanisch koche oder kenianisch koche. Das ist zu pauschalisiert. Also das gibt es nicht. Genau, und jetzt ist das Wetter schön, die Sonne scheint, man darf auch wieder Gott sei Dank rausgehen. Dann gehst du raus, kriegst ein bisschen Farbe und dann, ja, stell dir mal vor, ich war raus, ich habe ein bisschen Farbe, ich bin fast so dunkel wie du. Und ich denke mir, ernsthaft? Wem interessiert's? Meine Güte. Es ist ja schön für dich, wenn es dir gefällt, aber dieser Vergleich, wieso dieser Vergleich und wieso diese Konkurrenz, würde ich mal fast sagen. Also das ist wirklich nicht so nett. Ich meine, es gibt auch viele Schwarze, die weiß werden wollen und viele Weiße, die versuchen, die Farbe zu bekommen. Und wenn eine schwarze Frau sich irgendwelche Chemie im Haut geschmiert hat und ein bisschen Farbe, also weiße Farbe bekommen hat, rennt sie nicht zu dir und sagt, schau mal, ich bin fast so hell wie du. Nein, das machen wir die Schwarze nicht. Deswegen, wenn du Farbe bekommen hast, schön für dich und behältst für dich.
bitte nicht diesen Vergleich, das ist einfach doof. Genau. Und wenn wir zu dem Thema sind, damit du demnächst nicht diese Schwarze in deine Region oder ich meine in deinen Freundekreis auf dem Keks geht, frag nicht, bekommt ihr auch Sonnenbrand? Das können wir auch nicht mehr hören. Und ja, wir bekommen Sonnenbrand, stellt euch mal vor. Man sieht es bloß nicht, aber es tut weh. Also dafür muss man aber sich auch sehr lang in die Sonne halten. Aber es interessiert keine. Wenn du dich in die Sonne Sonnenbrand geholt hast, das ist ja eigentlich dein Problem. Die ganze Welt braucht das nicht zu hören oder zu wissen. Schön für dich, also ich meine, bei euch sieht den ganzen Welt, das, wenn ihr Sonnenbrand habt, aber mehr auch nicht. Mach nicht mehr daraus. Es ist interessant, also für uns. Und es ist auch ganz typisch, dass wenn man Afrohaare hat, dann das erste, oh, darf ich mal eure Haare anfassen? Ich will sagen, Finger weg, du Ratte. Aber nein, ich bin ja ein höflicher Mensch. Ich sage, ja hier, probier, fass mal an. Und dann fährst du an und dann hast du den Anstand, mir zu sagen, die fühlen sich ja aber komisch. Ja, dann fühlen sich auch wie Hunde halt. Nein, sage ich aber auch nicht. Und ich denke mir, ja, weißt du, keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt. Behält es auch einfach mal für dich. Und ja, ich weiß, ich habe Afro-Krause. Das ist doch nicht dein Problem. Ich meine, lass es doch einfach sein. Und ich bin nicht, Gott sei Dank, Schwarzen sind nicht mehr im Zoo, dass ihr futtern kann und fassen da. Nein, lass es sein, bitte. Das ist nervig. Genau, also Nummer 7. Wir sind jetzt schon bei Nummer 7. Mir ist bewusst, dass es gibt viele Ausländer oder Schwarze, die nicht Deutsch sprechen können. Oder noch nicht, oder nicht gut genug. Und das ist vor allem, wenn man im Supermarkt geht, dass die Leute, die an der Kasse arbeiten, die sind sonst scheißfreundlich, wirklich guten Tag, auf Wiedersehen. Aber wer ist, dass du schwarz bist? Manche von denen versuchen es nicht mal mit dir auf Deutsch Hallo zu sagen oder nee, die drehen sogar den Bildschirm, damit du selber siehst, was du bezahlen musst. Gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber manche, vor allem auch zum Beispiel im Bus oder im Geschäft, manche versuchen nicht mal mit dir auf Deutsch, sondern die fangen schon mal erstmal provisorisch auf Englisch, weil ja, du verstehst ja sowieso nicht, versuchen dann auf Englisch. Und ich meine, ja, schön, dass du deine Englisch üben willst. Ich will auch eigentlich mein Deutsch üben. Und wenn du Englisch üben willst, ja gerne kannst du kannst englische Kurse bei mir buchen. Genau, und stellt euch mal vor, es gibt tatsächlich Schwarze, die kein Englisch sprechen können. Ich verstehe, Englisch ist die Weltsprache, aber es gibt tatsächlich in Afrika viele Französisch sprechende Menschen als in Frankreich selber, dank der Kolonialisierung. Ja, also versuch doch einfach mal, versuch es einfach mal. Und dann habe ich das Gefühl, dass wenn du dann, oder was heißt das Gefühl, das ist so, wenn es sich herausstellt, dass du Deutsch sprechen musst, dann musst du dich rechtfertigen oder ich musste mich oft rechtfertigen, warum ich gut Deutsch sprechen kann. Ich denke, Leute, ich lebe in Deutschland. Ist es nicht selbstverständlich, dass ich auch mal Deutsch spreche, oder? Für mich ist es selbstverständlich und es ärgert mich, dass ich mich rechtfertigen muss, dass ich gut Deutsch sprechen kann. Es hört sich wirklich blöd an, aber es ist wirklich so. Wenn es sich herausstellt, dass du gut Deutsch sprechen kannst, dann wollen die wissen, woher kommst du, seit wann bist du denn hier, dass du so gut Deutsch sprechen kannst, wo hast du Deutsch so gelernt? Oh Gott. Ich lebe in Deutschland, wie gesagt, ich kann Deutsch in Bushaltestelle und alle möglichen Orte, die du dir denken kannst, habe ich die Möglichkeit, Deutsch zu lernen und zu üben. Genau, und das hat mich auch ernsthaft schon mal jemand gefragt, wie der Pferd war mit dem Boot. Und die Dame hat tatsächlich zu mir gesagt, ja, Sie brauchen sich ja nicht schämen. Sie sind ja froh, dass der Pfarrer hier oben euch aufgenommen hat und schöne Unterkunft. Und ich denke, erstens, ich hatte auch zu Hause davor. Und zweitens, ich bin tatsächlich nicht mit dem Boot hierher gekommen. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, kurzfristig, ob ich hier eine Geschichte erfinde. Aber ich finde das einfach unfair gegenüber Leuten, die tatsächlich diese Reise gemacht haben. Deswegen hatte ich gesagt, nee, ich bin tatsächlich hier mit dem Flugzeug gekommen. Und sie
Wirklich? Ja, ich bin mit dem Flugzeug hierher gekommen. Stell dir mal vor, es sind nicht alle Schwarze, die in Deutschland sind hierher gelandet per Boot als Flüchtlinge. Nicht alle Schwarze sind Flüchtlinge, nicht alle Flüchtlinge sind Schwarze. Ist das so schwer zu verstehen? Eigentlich nicht. Aber viele verstehen das nicht und pauschal alle Schwarze und machen alle Schwarze in diese Blase. Die sind mit dem Boot hierher gekommen, die sind Flüchtlinge, die können kein Deutsch sprechen. Ja, überleg doch einfach. Und dann fragt man manche, woher kommst du denn eigentlich? Und dann sagst du, ja, ich komme aus Deutschland. Und das wollen manche tatsächlich nicht wahrhaben. Ja, es gibt tatsächlich Schwarze, die in Deutschland geboren sind. Und wenn sie sagen, sie kommen aus Deutschland, dann kommen die einfach aus Deutschland. Also ich gehöre nicht dazu. Ich komme aus Kenia, ich bin in Kenia aufgewachsen. Aber es gibt viele Schwarze, die tatsächlich hier geboren sind und hier aufgewachsen. Deswegen bitte nicht 100-mal fragen, woher kommst du? Woher kommst du aber wirklich? Das ist narrisch. Und dann gibt es noch diese Frage. Das ergibt sich einfach mal, dass ich erzähle etwas oder ich bin, wie gesagt, ich bin in Kenia aufgewachsen, ein Landei aus Kenia und ich habe auch kein Problem damit, ich sage das gerne. Und wenn ich mich mit unterhalte, dann kommt es einfach mal aus. Ich sage zum Beispiel, oh, bei uns in Kenia macht man das so und so. Und dann jemand, die Augen wird größer, du kommst aus Kenia, du kannst bestimmt langlaufen. Ja, du kommst ja aus Deutschland, du kannst bestimmt tolle Autos bauen, oder? Leute, es ist nicht immer, man kann nicht alles pauschalisieren und das ist einfach, wir können uns einfach über anderes Ding unterhalten, außer du kommst ja aus Kenia, du kannst ja langlaufen, du kommst aus Afrika, du kannst tanzen. Und dann letzte Thema Klamotten. Also, wisst ihr, wir haben auch in Kenia oder in Afrika tatsächlich normale Klamotten und normale Häuser. Also frag jemand nicht, habt ihr normale Klamotten? Ja, normale Häuser. Ich wurde schon diese Frage ein paar Mal gestellt. Ja, was ist denn schon mal normal? Wisst ihr, selbst wenn Leute sich nur hier oben zudecken und hier unten, das ist für diese Menschen normal. Selbst wenn sie in der Hütte wohnen, das ist für denen das Normalität. Deswegen hier auch zu fragen, ja, habt ihr denn normale Häuser? Ja, habt ihr denn normale Klamotten? Woher glaubst du, dass diese Klamotten, die du netterweise an die Klamottencontainer landet, ja, die landen tatsächlich in Afrika und zwar nicht umsonst. Das kann ich dir schon mal sagen. Wir kaufen die tatsächlich. Also, die Klamotten gehen erstmal nach Dubai, die werden gereinigt und sortiert. Und manche landen irgendwann mal nach Afrika, und zwar in der Markt. Also ich meine Market, also ja, meine Aussprache, ich arbeite noch dran. Aber die werden verkauft, wir kriegen die nicht umsonst. Deswegen nächstes Mal, wenn du einen Klamotten spenden willst, in die Klamottencontainer, überlegst dir einfach mal gut. Ich meine, du kannst gerne, wenn es dir egal ist, dass die lokale Märkte dort ruiniert werden, aber nur, dass du das weißt. Die werden tatsächlich dort verkauft. Also wenn du eine Plakate siehst mit bitte spenden mit einem Kind mit Kleid und ein Kind angezogen und das sagt bitte spende für Afrika. Diese Leute wollen eure Geld. Aber wenn das Kind noch dazu nackt, dann sind diese Leute wirklich geil auf eure Geld. Also ich sag ja nur, diese Spende da, ja, das ist aber ein Thema für anders mal. Aber nur zum Thema Klamotten und wir kaufen tatsächlich diese Klamotten und wir bekommen die nicht umsonst und es sind Klamotten, die hier in Europa dann netterweise oder hier in Deutschland netterweise in die Klamottenspendecontainer einschmeißen. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!